Ja. Tag, Herrschaften. Hallo. Einen schönen Sonntagabend. Ja, danke schön. Die dann die LPG das mit Maschinen nutzen wollten, das hat nicht geklappt. Die sind oft stecken geblieben, ist einfach zu nass. Ne? Und dann haben sie es als Wald umfunktioniert. Hochwasser hatten die ja 2010 und 2013 letzte Mal Hochwasser. Okay. Da war über einen Monat gesperrt für Boote, für Kähne. Wenn er was zu trinken möchte, ein Picoléchen habe ich mit, ein Schnäpschen, ein Bierchen, ein Wasser, eine Apfelschorle, einfach Bescheid sagen. Ne? Oder hier Heu gemacht, Gras und dann auf den Kahn reingefahren, wieder umladen, war eine schwere Arbeit. Nicht? Deswegen macht es heute keiner mehr. Ja, schön gerade hier diese Esche, aus dem Holz werden normalerweise die Rude gemacht, mit dem wir starten. Die Rude sind 4,20 Meter. Nutrias. Das sind auch so wie sind südamerikanische Sumpfbiber. Das ist aber nicht der Elbbiber. Der Elbbiber hat den runden, flachen Schwanz. Ja. Und der Nutria hat einen runden Schwanz wie eine Ratte. Die wurden gezüchtet zu den Artzeiten wegen Fell und wegen Fleisch. Die alten Tiere werden bis 35 Kilo schwer. Rechts geht es zum Neuendorfer See, zum Köthner See Richtung Berlin. Hier ist ein großer Fischpass eingebaut. Die Staustufen seht ihr ja, stauen das Wasser oder ja, je nach Wasserstand. Ne? Hallo. 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 Dahinter verläuft die Straße Richtung Tropical Island und Richtung Autobahn A13. Früher waren ja auf dem Gebiet die Russen oben mit dem großen Flugplatz Brand und da war das gesperrt alles. Jetzt ist viel Verkehr, weil die Autobahnanbindung neu gebaut wurde. Nicht? Wir waren ja auch ein kleiner Bauernhof, ganz klein. Wir waren arme Leute, sagt mein Kumpel mal. Ihr wart die Ärmsten vom Dorf. Mein Opa hat Holzpantoffeln gemacht, was bei euch die... Oh ja, Klumpe. Sowas, also wir haben Holz, Pappelholz und dann mit Leder. Ja. Die hatten ja keine Lederschuhe. Und das sind die Holzpantoffeln bei uns. Die sind ganz typisch für einen Spreewald. Im Burg gibt es noch einen Holzpantoffelmacher. Rechts hier die ganze Insel, die haben sie Anfang der 80er Jahre abgeholzt. Und das wurde mit Seilwindanlagen rausgezogen. In den 70er Jahren zu DDR-Zeiten haben sie viel mit dem Hubschrauber rausgeflogen. Macht heute keiner mehr, weil es zu teuer, zu aufwendig ist. Nicht zu bezahlen. Das war mit den großen Russen-Hubschrauber damals. Wo wir jetzt dahin fahren, die kleine Gaststätte im Wald, da sind wir früher als Schuljungs mit Schlittschuhen hingefahren. Ehrlich? Wenn es zugefroren ist, ging es da mit Schlittschuhen bis ran. In der Scheune bei mir hängen die alten Schlittschuhe, die sind so gebogen wie eure Holländer, vorne gebogen. Ich bin leidenschaftlicher Schlittschuhläufer, bloß die letzten Jahre hat es nie geklappt. Dieses Jahr hat es im Februar seit 5 Jahren wieder mal geklappt, dass wir ein bisschen fahren konnten. Ja. Sonst waren milde Winter, war nicht zugefroren. Jetzt sind wir hier Pitcairnsberg. Und hier fahren wir dann die Hauptspur wieder runter nach Leipzig.